Bielefeld Hit Story mit Stephan Schueler. So ist das. Schönen guten Abend. So, also unser spezieller Gast, ihr merkt schon, spricht Englisch. Ja, obwohl er wohnt schon. How long you are in Germany? 30? Take the microphone. Ladies and gentlemen, Ray Dorset from Mungo Jerry. How long? All right. That's about it. Yeah. Ray, how this microphone? If you want to. This microphone. If you want to. It comes to Deutschland now für 35 Jahre, aber es bleibt hier in Bielefeld für vielleicht 5 Jahre, 6 Jahre. Und Ray Dorset ist aber es ist half and half. Yeah. Half and half. Ja. Ray Dorset ist nicht alleine hier, er hat den Michael mitgebracht, weil die zusammen nämlich, da kommen wir, das erzählen wir gleich auch alles noch genau, die sind zusammen on the road und machen zusammen Musik. Michael, das muss man ja sagen, jetzt spricht er Deutsch. He can do it. Nein. Okay. He can do it. How are you, Ray? Mach eine Flasche Bier, bitte. How are you? Man muss ja den Hörern jetzt sagen, also die meisten werden jetzt sagen, Ray Dorset kenne ich, Mungo Jerry kenne ich in the summertime. Ja? Ja. The one and only hit from Mungo Jerry. One and But it only? was- the one and only means one of the greatest oldies. Okay. One of the greatest oldies ever. Iconic status. Ja. Yeah. Oh, danke schön. Ja, wir haben gerade vorher gesprochen Danke, an der Theke. Da habe ich ihn gefragt, ob er weiß, auf wie viel Compilation-Samplern dieser Song drauf ist. Und da hat er mir erzählt, we have about some hundred compilations with how many sold items all over the world? Oh ja, vielleicht Estimat ist 40 Millionen plus, ja, Units. 40 Millionen, also er hat dieser Song ist auf diversen 100 Samplern drauf, ja, auf jedem Sampler, der die 70er Jahre behandelt, ist Mungo Jerry in the Summertime drauf und ungefähr 40 Millionen Mal verkauft. So, Michael, ist ein reicher Mann, ne? Du must be rich, man. Ja. Ja. Ist Reich- okay. Reich an Erfahrung. Ist auch. okay. Ja. Ja. Ist okay. Wir wissen, Ray, dass du ja auch heute noch ein aktiver Musiker bist. You're still making music. Ah, today. ja, still make music, yes. Ja. Musik machen ist mein erster Hobby, ist Musik, ja? Ja. Und es has kein Glück zur Arbeit mit Musik now. Aber erster ist Arbeiten mit Elektronisch und dann, großer Success mit in the summertime, überall, und dann stoppt meine Arbeit mit Electronics und gehen direkt in der Musikgemeinschaft. And yeah, it's okay. It's okay. Yeah, well, there are some people in France having a hit with sample of Mungo Jerry. What was the story about that? This is total neu. It's total neu. It's von a Kinderfernsehshow In ja. Frankreich. Ja, and in Belgium. In Belgium, In okay. Belgium, Okay. yeah. Jumpy the kangaroo. It's something like Schnappy the crocodile. Yeah, Okay. Yeah, Jumpy the kangaroo. Okay. And the neue Titel from Jumpy the kangaroo is In the Wintertime, and it's sung with a gospel choir, and sample from my voice and a klein mention. Have you ever met? 12 Have you ever met? This is this is absolutely total neu. Total neu. Yeah, comes. I guess it has this the news. You say the news actor on my computer with an MP3 file from the music. So you will be in the Belgium TV soon, together with Jumpy the. Yeah, maybe. Feel like perhaps. Yeah, Jumpy the kangaroo. Right. Was one of the latest. 1974. 73. 73? Yeah. Oh, 73. I'll change it. Yeah. 73. Okay. Try You 50. must know. This You is must on know. this is on the new CD. We have a new CD in Deutschland. It's in the summertime compilation with ein neue Titel. This one. Yeah. This one. Yeah. Okay. This is a title. This is in the MDR
radio chart this week. Number 6, but it's only on the album. And the album comes in the, what is it, released 28, yeah? Friday. Last Friday. Last Friday, yeah. Last Friday, yes. That's, Letzten Freitag in die Geschäfte gekommen. Neue Versionen, New Versions. nein. Nein, nur der erste Titel Staying at Home. Und Staying at Home. Der ist jetzt auch... Kind of a new single from Mungo Jerry. Yeah, it's like old style Stay at home. for promotion for the album. Okay. Yeah. And it has some titles. It's rock music and some party things. Rock, from my album Snake Bites. This is more rocky. Some of the hits and some other songs on there. Party. Ray Dorset ist zu Gast im Studio von Radio Bielefeld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser Mann ist ein ganz berühmter Mann, wenn man das mal nachliest. Ja, also wie oft seine Platte verkauft worden ist, fast an die 40 Millionen. Das haben wir also schon gehört auf diversen Samplern, ja, um das richtig zu stellen. Er war zum Beispiel dabei, so steht es hier, mit Jimi Hendrix Last Concert in Fehmarn. Yeah. You've been together with Jimi Hendrix. Yeah. You met the Stones. You met the Who. You met the Led Zeppelin. You met. Mein Schlagzeugspieler Esther, Jimi Hendrix first came. Jimi Hendrix Esther in London. Is cooking for a band, and my Schlagzeugspieler in my band comes. He's been spielen Schlagzeug mit this black guy. He's spielen a guitar mit Zana. Yeah, he's doing it with the Zähne. Jimi Hendrix hat mit der Zähne. Zana is great. Zana. Yeah, should Have you ever tried that? No, To play guitar with the Zähne? My teeth is too. There's a gap here. Typically for you. Ja. Wie heißt das? Was ist Zahnlücke? Wie heißt das? Ray has a Zahnlücke, ladies and gentlemen. Zahnlücke, Yeah? yeah. But it's a typical thing for Ray. Oh, yeah. Belongs to you. Oh, thanks. Like a nose and the hair. Like my nose, yeah. Wenn man sich alte Bilder anguckt, wir haben alte Bilder gesehen von Ray Dorset mit tierischen Koteletten. Ja? What do you call side? In English, it's sideburn or sideboard. Sideboard. Yeah, or sideburn. I come the number 1 Platz in the Melody Maker music Seiten for number 1 Platz for the grossest Koteletten. For the grossest Kolette. Yeah. Number 1 in the Melody Maker. Yeah. Das ist ja auch nicht schlecht, ist auch verrückt, ne? Crazy thing. There are some stories about where the name comes from, Mungo Jerry. Yeah. You must know it. The name Was it your idea? Was it the band's idea? No, it wasn't my idea. We had sehr viele Namen for mein erster Platten in the summertime and an erster show, a Hollywood music festival mit Grateful Dead, Black Sabbath, Jose Feliciano, Free, Ginger Baker, many, Seth, and the manager, and tone producer has the name in ein what's this, a hood. Yeah, and on papier, and hand in, it comes out Mungo Jerry. And Mungo Jerry is the heißt from ein Ketzer from T.S. Eliot's book, Possum's Book of Practical Cats. Eine Katze von T.S. Eliot, ein Katzengedicht. Yeah. A Katzenpoem. And what are the other names? What were the other names? In the book? No, in the hat. In the hood. One was Incredible Shark. Oh, no good. No, I can't remember. No good. My acetate and when it has mein Geld from the contract that it comes now it says but the band before the name from the band, the heißt from the band was Good Earth. Yeah, and when I had my the check, the statement, what was it? It says Good Earth, Incredible Shark, Mungo Jerry. Great story. Yeah. Du hast ja jemanden mitgebracht, wir haben es eben schon drüber gesprochen, Michael. Michael hat in Herford, berichtige mich, du hast ein Studio, da nimmt er auch neue Sachen auf, du bist sein Manager oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben kein Studio in Herford. Kümmerst wir dich- haben eine CD- und DVD-Herstellung. Achso, gut. Und Studio gehen wir auch woanders hin. Okay. Wir haben uns 1997 kennengelernt und das war eigentlich eine
rein geschäftliche Basis. Ray hatte damals einen neuen Titel, den er veröffentlichen wollte und suchte ein CD-Presswerk, das das herstellt. Und da ist er halt irgendwie zu mir hingekommen. Erfahren, dass ich auch Musik mache, hat er erst viel, viel später, 3 Jahre. Und im Grunde seit der Zeit machen wir auch zusammen Musik. Mit der Mungo Jerry Blues Band. Er ist ja in Bielefeld und eben gerade war sein größter Fan hier zu Gast im Studio. Günther war nämlich gerade da und Günther hat ja gefragt, warum ist der Mann nach Bielefeld gekommen? You are in Bielefeld because of love. Very simple, oh? Yeah, so simple. Yeah, You can say that. Yeah. My father comes from Stiegel, or Bielefeld. Yeah. And yeah. Where have you met? We met on a ship. On a ship? Yeah. From where to? From Nick say exotic. It's Travemünde to Wo fahren denn die Schiffe dann? Nach Schweden und Dänemark? Yeah. Something like that. Yeah, that's making a show with Uschi Nerka and Chris Andrews and so my Frau Britta. Schön. Hallo Britta. Hi. Mungo Jerry hat eine neue Platte raus. Das Ding heißt In the Summertime The Hit Collection und darauf enthalten ist Staying at Home. Und das hören wir uns jetzt mal an, ne? Staying at Home. What's the story about the song? Okay, Because, the chef from the company said, "Can you schreib ein Titel like the tone from Hello Nadine in the Summertime?" And I said, "Das ist Idee, ist sehr, aber es komisch, yes, komisch or we say komisch, funny, Funny, Is ja. this komisch, Ja, funny ist komisch, ja. yeah, aber for nichts wirklich für Kind, yeah, but it's the Idee is manchmal there has ein Freund in the house, yeah, and the Leute in the house is gehen weg on Urlaub, yeah. And there's a party in the Straße, aber it's kalt aus, and it's besser. It has the Freund in the house, and the Freund comes mit lingerie, yeah, you say this, lingerie, and he has drinks and Essen, and have a party allein in the house, yeah? Mit einer sexy DVD and good music and fun, yeah. And this is the idea from the title, yeah. Staying at Home, Mungo Jerry. Ray Dorset, Mungo Jerry im Studio mit seinem Freund Michael Pohl aus Herford, ja, sein Gitarrist from the Blues Band, and Phil is making photos. I'm filming. Filming. Yeah. You're filming. I'm Okay. filming, Yeah. For the Fernsehen. Ray Dorset, you did a gig with Moody Blues. Yes, so I did a gig with my when I was the Good Earth. This with the jug band music, skiffle music, like the Mungo Jerry first music, and Long John Baldry was there. He was the moderator for the Moody Blues. But this was for the I think it was the name of the gig was in London. It was Goldsmiths College. And this was the beginning of my big success because the students liked my band more than they liked the Moody Blues. So we had a very good night there. Wir haben das gespielt Art College in London. Wir haben das gespielt für Frank. Ich wünsche mir die Titel Nights in White Satin von Moody Blues, weil das ein Kuschelklassiker ist. Ja, schönen Gruß aus der Nachbarschaft. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was ihr gerne hören möchtet, dann könnt ihr e-mailen. Ja, wie heißt das immer? hitstory@radiobielefeld.de. Genau, hitstory@radiobielefeld.de. Oder ihr könnt anrufen 60006, könnt ihr mit Ray Dorset telefonieren. Wann kann man das schon mal? Ja. Ray, what happened that Ray Dorset became a musician? When did it start? It started not with that Mungo Jerry thing. It started before, I think. Yeah, I think when I was really like 10 years old, it's his music off the radio. Yeah, rock and roll and skiffle music. When you were 10, Yeah. also als du 10 Jahre alt warst. And I had my first guitar. That's my guitar when I was 10 years old for the Christmas for Weihnachten, yeah. Okay. And it's lernen from the Fernsehen is a man Gitarrespieler Bert Whedon and has ein Lektion auf dem Fernsehen, play in a day, and I learned 3 chords
and spielen Skiffle. And my band, when I was 11, we had a Skiffle band, Skiffle group. And we play things, Jesse James and John Henry takes a Worried Man blues. And this is der erste Interest in Musik. Seht ihr, liebe Kinder, so geht das. Ne? Es gibt auch schöne Sachen im Fernsehen. Also, ne? Muss nicht so sein. Ja, also was ich sagen wollte, liebe Kinder, ja, es gibt auch gute Sachen im Fernsehen. Ja, learning guitar in one day. Ja, Yeah. That's what Ray did. Yeah, 1900, way back when. I'm still learning. Yeah, Yeah, really. really learning. What do you think about status quo? What he just said? Did you? Yeah, I know the guys from Status Quo. You know the yeah. guys from Status Quo? But did you hear their new record? Yeah, They go da 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 da. Yeah. yeah, the same Did you thing. hear the last one? Yeah. The one da Yeah. da 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 da. The party ain't over yet. Yeah, same thing every time. Francis Rossi said in an interview. That he won't like to change his music because Coca-Cola würde auch nicht das Rezept ändern. Ja? Coca-Cola would never change the recept of That's it. Yeah. of their Coca-Cola. So That's correct. yeah. Well, Status Quo, a good live band. Good band. Yeah, Good Live, ja, Good Live that's, auf jeden Fall. Ja, wollen wir gucken hier. Status Quo, ob wir irgendwie was, ob wir irgendwas dabei haben. Ja, okay. Then you were 11, then you were 12, and what kind of music did you hear? What was it? Was it rock and roll? Was it? Yeah, skiffle, rock and roll, and pop music from the time. And then when I was 14, I had another band, and we played music from the Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Cliff Richard and the Shadows, and the Ventures. My colleague is my good friend. He's passed away now. He played the lead guitar, and I played the rhythm, and we played instrumental songs from the Ventures and whatever was happening at the time. And we played when I was 14, nearly 15. Every Sunday we played in a pub in just West London, Southall in Middlesex. And then when I was around about 16, we had this another place on a Freitag or Samstag, the Station Hotel Richmond, and this is where the Rolling Stones was playing in their first time. So we had zwei Gigs immer Wochenende für 2 Jahre, and große Fans. And then comes 1965, wir gehen in ein Band Competition. Ja? Okay. Was denn? Band Competition? Ja. Wettbewerb. Ja. Ey, Michael, danke. Yeah. And when this come Platz 1. Oh. And Platz 1 and this is comes mehr, yeah. Wie ist das für dich, Michael, wenn man mit so einem, man muss ja sagen, es ist ein großer Star. Ray Dorset ist großer Star. Ja. Und Michael Pohl, Stephan Schueler, kennt ja kein Mensch irgendwie. Und jetzt arbeitest du mit ihm zusammen. Es ist überhaupt wie ist kein das? Problem. Nein, das ist... Ist auch bestimmt eine tolle Sache. Es ist eine wunderbare Sache, aber Ray hat absolut keine Starallüren. Und das ist, als wenn wir beide zusammenarbeiten würden. Das ist ganz, ganz normal und es ist toll, mit ihm zusammen zu arbeiten. Locker weg. It's normal, yeah. Yes, I'd kaufen in a Aldi and a Lidl and Markov and a Real. Alles normal. You go einkaufen by yourself? Ja, Ja. allein oder mit meiner Frau und meinem Kind. Es macht alles ist immer normal. Es machen Arbeit in der Nur Haus, auf Toiletten in der geht Garten. Ray hier nicht mehr auf öffentliche. Ach so. Ja. Weil es ist immer dieser Effekt. Sie sind Ray Dorset, dann hat er eine nasse Hose. Yeah. He's in Schildische. Every year he's in Schildische when there is the Stiftsmarkt. Oh, you know the Stiftsmarkt in Schildische? Yeah. Every year he's in the Stadt. in Schildische. Ja, 2 Jahre. Ja. Ja, es heißt sehr glücklich für mich zu gehen in den Flohmarkt. In the Flohmarkt? Ja, es Flohmarkt ist good fun. Und meine Kinder immer gucken für... What do they... Mein Sohn ist sehr gut mit make a deal mit das Spiel für Computerspiel.
And when we're in England, in a house in England, Philip is cooking here for a deal, and is again in the Laden and machen's mehr. Okay, was vergessen. Weißt du, wie man einen Computer bedient? Do you know how to use a computer? Oh, do you use a computer at home? Yeah. Yes. And what are you doing with the computer? Not using normally, using internet, looking for things. Normally email, just email, scribe, and script text for title or for CDs information. Ja, steht alles im Internet. Günther hat sich gewundert, ja, was über Mungo Jerry alles im Internet steht. MungoJerry.de gibt es ja. MungoJerry.com gibt es. Das ist die englische offizielle Webpage. Dann gibt es die MungoJerry.de, die wird von uns gepflegt aus Herford. Dahinter, genau. Richtig, ja. Dann gibt es noch MungoJerry NL, das ist die Holländer. der größte Fan von Ray. Der hat auch die größte MungoJerry-Sammlung, glaube ich, der Welt. Der Rob Campus in Holland, der hat alles. Der hat Sachen, glaube ich, die hat Ray nicht mal. Also alle möglichen Erscheinungen von CDs und Vinyls aus der ganzen Welt. Und der hat jetzt die holländische Webadresse mangojerry.nl. Kann auch jeder draufschauen. Ist in Englisch geschrieben, auch sehr, sehr interessant. Da sind die ganzen Sachen drauf, die er gesammelt hat seit 30 Jahren. Sehr interessant. There are a lot of Mungo Jerry hits. What is your personal hits of all those? Is it in the summertime? I don't. Well, it has to be in the summertime because it's done so much for me. Yeah, it's completely changed my. Is it the song you love the most of all your? I have a lot of affection for this song. Yeah. Yeah. We talk about. Oh yeah, sorry. Yeah, no. So we talk about the story of In the Summertime. After we do a little bit Status Quo 4. Ich habe den Namen vergessen. Entschuldigung. Also wenn ihr anrufen möchtet, dann tut das. 60006. Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Vielleicht habt ihr auch eine Frage mal an Ray Dorset, ob er, was weiß ich, wen auch immer getroffen hat. Ja, Matt oder Sweet oder die Monkeys oder keine Ahnung irgendwie. Dann ruft ihr an 60006 oder schickt uns eine E-Mail unter hitstory@radiobielefeld.de. Ray Dorset im Studio von Radio Bielefeld. Ray, where does the idea of In the Summertime of this mega hit comes from? I had the idea to write a song for the band that I was playing in at the time, where the guitar melody is the same as the melody for the singing, for the vocal. Yeah. So, and in the evening I had the melody, but not the same, the groove. And the next morning I was working. I was. What have you done before you got the idea? Were you sitting in the bathtub or walking through the forest? I just thought I have to come with an idea, and I got the idea directly with the. how can you say this? I have a very big imagination. Yeah, and so I picked up the guitar. And I got the idea for this melody. And the next morning, I had the melody in my head. But the melody is in mein Kopf. And wenn ich bin arbeiten, yeah, in morgen früh, has mein book and Stift and think, ich muss schreiben the text, yeah. And the erste line in the summertime, when the weather is high, yeah. You can stretch right up and touch the sky. So alles kommt sehr, sehr schnell. Was it summer at that time or was it winter? No, was it cold outside? Ich bin arbeiten in ein Research Laboratory und es kein Fenster. Alles ist Klima. So it's weiß nix. It's sun or Regen, it's egal, yeah? So you started thinking about the summertime. Yeah. Ich mag's the summertime. Ich mag's fahren in the Auto und gucken mit the Radio spielen, yeah? And but it's fahren to the Schloss or
the beat, the sea, yeah, and when ich bin ein Teenager, it's in mein Kopf, it's set off. You think, it's fahren, radio, and cooking for Mädchen, for fun, yeah, yeah, and this is the idea, and the text from In the Summertime is celebration von Liebe, from the idea from ein young man, yeah. Hattet ihr eine Record Company at that time? Did you have a record company or? No, it's making. See, mein Hobby was music and electronics, and mein Arbeit was in electronics, yeah. So, sehr oft ich spiele in gigs in the Wochenende or Mittwoch, and ich spiele guitar for Jackie Edwards. Jackie Edwards is a script from the title "Keep on Running," yeah. And somebody helped me for Spencer Davis, Spencer, yeah. and it's a learning from Jackie the Arbeit from songwriting, songwriting, yeah. And aber it's kein record company. And this You had to look for one. No, you needed a record company. Yeah, but my band the music is sehr, sehr special. So immer Gig is spielen, alles Leute comes crazy. And it has in a pub near London, Heathrow Flughafen. Mehr Leute come, and then for other Leute come. Can you spiel here in a university, a college, party? And they think, we must cook for mehr gigs. So it's making eine Werbung in the Melody Maker. And this has an Anruf from an old friend, Barry Murray, and Barry Murray is arbeiten in the tone studio in London for Pi Records. And Pi has a neue Label, Dawn, yeah. And Barry has zwei Freunde, is arbeiten in ein neue Firm for Agentur, for music Agentur, and promotion. And so, it's a good idea. You've spiel for mich the music, and Barry said, it's sehr, sehr good music, and when it's gehört in the summertime, say, this title is ein Hit. Spielen. Come to the Stone Studio and mach ein probieren. Spielen. In the Summertime, 1970. Radio Bielefeld Hit Story mit Stephan Schueler. Jo, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid, und wir starten in die zweite Stunde mit unserem Besuch von Ray Dorset, Mungo Jerry, mit ein bisschen anderer Musik, aber auch 60er Jahre von Dave D. Dozy, Mickey McIntyre. Das Ding heißt The Wreck of the Antoinette. Ja, da wundert man sich, ne? Da hat man Mungo Jerry Ray Dorset als Gast im Studio, und dann spielt man Kelly Marie, Feels Like I'm in Love von 1980. Und wenn man nämlich da mal genau hinguckt, ich habe hier nämlich einen Sampler mitgebracht, ein Compilation mit dem Lied da drauf. Ja, und da steht dann nämlich Feels Like I'm in Love, Kelly Marie 1980, und dann steht dahinter in Klammern Dorset. What's about that? What about the story? Ray, tell us. I had this idea to script and title for Elvis Presley. Für Elvis Presley? Yeah, so woher kennst du Elvis Presley? Kanntet ihr euch? Oh, this way? Kanntet ihr euch? Did you know him? Have you ever met Elvis Presley? I never met him. I met a man that shook hands with him. Okay. So you wanted I was a big fan. You wanted to write a song for Elvis Presley. I was a big Elvis Presley fan, and he started to change his music, and I thought, I'll write a song in the disco style and send it to him. And Barry Murray, he said he knew how to get to him. So I wrote the song Feels Like I'm in Love, and I sang it in the Elvis kind of voice. My head is in a spin, my feet don't touch the ground. Yeah. It's not bad. Not quite that deep. And but then he died before I got it off to him. So and another friend of mine said, this would be good for a girl to sing.
And we tried some girls, and then Kelly Marie recorded it in 1979, and it became a big hit in 1980. It was the biggest high-energy disco hit in England that year. Sold over 800,000 copies in England. Can you do the Elvis again? My head is in a spin, my feet don't touch the ground. We can do the... Where's my guitar? Close your eyes, ladies and gentlemen. Mach die Augen zu. We can do the sing-along in the... On my album, on my CD, Candy Dreams, I have a sing-along in a coffee bar version from Feels Like I'm in Love. But we do this with the blues band, and you can sing. We can do it like... We sing along like in... Also die machen jetzt hier 2 Gitarren gerade klar, die Jungs. Ja? Schmeißen irgendwie alles weiß ich auch nicht, was ist da passiert. We're breaking the studio. Achso, das war nur der Stuhl. Okay, das ist also nicht so schlimm. Rollmoney wird hier das erstmal Studio auseinandergenommen. In the, like the coffee bars in the 50s, we go... Sha-l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 a. Sha-l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 a. My head is in a spin, my feet don't touch the ground. Percussion in me, my head goes round and round. My knees are shaking, baby, my heart it beats like a drum. Yes, you got it. And it feels like I'm in love. Okay, but that's the sing along. That's the sing along in the cover bar. But that's not the Elvis version because I have to sing much deeper for the Elvis version. But you can sing this song because it's a song like with a melody, and you can do it in many styles. Yeah? So we have the disco version, we have the sing along in a coffee bar version. There are, Ray, a lot of cover versions from In the Summertime around the world. Ah, yes, many. Shaggy did another #1 with it. Yeah, the good thing with the Shaggy was it was #1 in America, and I got an award from the R&B, I think it was the R&B charts, and then Shaggy had to make another version for a movie for the children's film, movie, Kinderfilm. Flipper the Dolphin. Flipper, yeah. So and with new text, more they say politically correct text. So okay. So I was many versions, yeah. It became the Flipper music. Yeah, the Flipper. Okay. You brought a kind of a crazy version. I don't know anything about this one. Michael, hilf uns. Mangos, ja, auch eine Coverversion von In the Summertime. Eine von vielen irgendwie ein bisschen was Verrücktes soll das sein, ne? Ja, erzähl mal. Die ist auch garantiert in Deutschland noch nicht gelaufen, weil ich habe es mir mittlerweile zum Hobby gemacht, alle möglichen Mungo Jerry In the Summertime Versionen, die es irgendwo auf der Welt gibt, zu sammeln. Aha. Und eine davon ist, also die hat wirklich noch niemand gehört, hier in Deutschland im Radio auch, das ist die sogenannte Hindi-Version. Die hast du aus Hindiland, oder was? Ja, mittlerweile übers weltweite Internet bekommt man so etwas immer zugeschickt. Und irgendwann hatte ich mal einen MP3-File bei mir auf dem Rechner und da war halt die Hindi-Version. Wenn du diese Dinger sammelst, wie viel gibt's denn davon? Wie viel hast denn du? Oh, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt verschiedene Versionen, so 25. 25 different versions in the summertime. Da sind viele von Ray, dann gibt es Club-Mixes, Earth-Mix gibt es, eine Rave-Version gibt es, also moderne Sachen. Aber die Hindi-Version finde ich die dollste. What do you think, Ray, about all these cover versions? Is it okay for you? Or? It's fantastic. Do you know versions do you know versions you don't like? Or? I like it all. If they make me some money, I love them. It's okay. There is a new CD out. I want to know what you think about. A new CD is out from Queen. Live Queen together with Paul Rodgers. Oh yeah. Paul Rodgers is a great singer. Yeah, he's really of course he is. Yeah. But together with Queen, what do you think about that? Well, no, I'm not interested. Mm-hmm. I have no interest. I'm sorry. Okay. Ja, that's what I wanted to know. Ist okay. Michael, du bist auch Musiker. Was sagst du dazu? Also man versucht da irgendwie Freddie da mit Paul Rodgers zu ersetzen irgendwie.
Ja, wenn es sein muss. Ich war noch nie Queen-Fan, deswegen ist das eigentlich nicht so interessant für mich. They're all very good musicians. Yes. Queen, they're really good band. A very, very good band. Good Wir haben musicians, Brian May yeah, mal auf yeah, der Musikmesse fantastic. getroffen, wo wir jedes Jahr hingehen, Ray und ich. Und ein sehr netter Mensch, aber Okay. Ja, muss ja auch nicht jeder was mit Queen zu tun haben, mein Gott. Wir reden ja heute Abend auch über Mungo Jerry. Also Hindi-Version. Hindi-Version von... Wer hat das gesungen? Das weiß keiner, oder nee, was? das weiß keiner. Nee. Weiß man nicht. Nein. Aber wir dürfen das jetzt spielen heute Ja, Abend. natürlich. Also Leute, das ist jetzt ganz was Besonderes. Ja, stellt euch mal senkrecht hin da zu Hause. Eine Hindi-Version von In the Summertime. So, woher die kommt, weiß keiner. Und wer es gesungen hat, weiß auch keiner irgendwie. Aber hören wir mal rein. Machen. Also wenn jetzt jemand uns wenigstens sagen könnte, was war das denn für eine Sprache? The language. We don't know the language. Yes, Hindi. 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 Yeah. Hindi. I think it's from a movie, from a Hindi movie. And what does he sing, this Oh, guy? I don't know. What about? Yeah. Oh well, I just About the summertime or what? well, It may be... could be. Yeah, it could be anything. Yeah. Well, it sounds very nice. I think it's really good. I heard another really good version that's coming out next year by a very young band from London. It's a hip hop version. The name of the band is NW1. And they're very, very young, but they did a really good hip hop version with some rapping on it. So. And your real music love belongs to the blues. Well, I like many kinds of music. I like blues. I like rockabilly. I like a lot of world music, African music, and music from the Caribbean. Because you are on the road with the blues band. The Mungo Jerry Blues Band. I love to play with the blues band. Adults Only. Das ist die CD, die ich hier in der Hand habe. Was ist denn da für Musik drauf? What kind of music is it? I see the Morning Dew, Statesboro Blues, old songs. Yeah, some old songs and some new songs. Some new songs from Ray Dorset. Yeah, in the style of blues and blues influenced songs. Yeah, And you're on the road with these songs. we've made some very good shows, some great festivals, and we also have a very, very interesting DVD. It's in the shops now from the Downtown Blues Club in Hamburg, Yes. and from the Floto Festival. Floto Festival. Ja, und da hätte auch drauf sein können, Michael, euer Auftritt bei Carmen Nebel, ne? ja, eigentlich Ja. ja. Ne? Ihr Aber, wart- ihr aber wart bei- die DVD war schon eher auf dem Markt. Ihr wart bei Carmen Nebel, ne? Ja, wir waren bei Carmen. Jetzt am Wochenende. Ja, am Wochenende. Wie war das denn so? Naja. Aber da gucken eine Menge Leute zu. Ja, das ist halt wichtig. Wichtig vor allen Dingen für Ray, dass er eine Einschaltquote von knapp 6 Millionen Menschen auch 6 hat. million people watching Ray Dorset Mungo Jerry Blues Band in the summertime. Ja, genau. Great. Und das ist great. gut. Great ja. thing. Das ist Ja. sehr, sehr, sehr gut. Ja. Okay, also neue DVD. Müssen wir auch mal den Menschen vorspielen. Ja? Die Menschen kennen ja die ganzen alten Hits von Mungo Jerry. Müssen wir mal irgendwie... Was sind denn die Hits da drauf hier, Michael? Klär mich mal auf. Was ist denn hier? Was muss man denn da spielen? Was muss Auf man denn der kennen? Adults Only? Statesboro Blues, ist das Allman Brothers? Band, oder Ja, was ist das? ja. Mach mal. Ja? Ja, das ist das, ne? Statesboro Und Morning Dew, das kennt man von Nazareth oder was, ne? Ja, Nazareth. Okay, aber mach mal Statesboro Blues. Statesboro Blues. Blues ist sehr gut. genau. MungoJerry.de steht hier auch nochmal drauf. Das Mungo Jerry Das ist auch zurzeit immer unser Opener, wenn wir ein Konzert anfangen. Statesboro Blues. Statesboro Blues. Das hören wir uns jetzt an von der Mungo Jerry Blues Band. Beat that woman. Beat that woman like a queen. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Statesboro Blues. The Real Blues. Kommt richtig gut drauf, ne? Wenn sowas spielt, ne? Ja. You like it very much, eh? This? Yeah, you, especially. Oh yeah. Ja, er sitzt in der Ecke, muss man den Hörern ja sagen, sitzt in der Ecke mit seiner Gitarre und spielt und freut sich, ne? Happy Man. Statesboro Blues. Wir wollen, ihr wollt ein bisschen was verschenken auch, ne? Wir haben ja gesagt, also es gibt eine neue DVD. Es gibt eine neue CD von der Mungo Jerry Blues Band, wo eben auch dieses Stück drauf ist und auch andere viele schöne Sachen. Und da wollen wir jetzt ein paar von verlosen. Ne? Wir haben 2 DVDs, wir haben 3 CDs. Was wollen wir die Menschen denn fragen, Michael? Hast du schon eine Idee? Müssen wir uns noch was überlegen? Ja.
Vielleicht spielen wir erst noch einen Song und dann Oh ja, los, wir. lass doch mal, ihr seid jetzt gerade so schön dabei, genau, spielt doch mal irgendwie. Was können wir denn mal spielen? Einen schönen alten Mungo Jerry Song oder? Ray? Yeah. Yeah? Yeah. This is when I began. Yeah. Okay. And on the first maxi single, which was in the summertime. In the summertime was the erste maxi single in the world. Yeah. Oh. Yeah. The erste Maxi-Single Yeah. in the world? Yeah. How, what? And this song was also popular. Hey, fucking. It was the B-side, or? Yeah, it was. There were 3 songs on the maxi single, and this was one of the other songs. And it was always a very popular thing at the live shows. If you had something to drink, Mighty Man. Yeah. Okay, yeah, alles Okay, fertig. yeah, Alles yeah, fertig. yeah. All right. Yeah. Hey. Yeah. Well, I'm driving down the highway, brand new shot of coke. I got money in my pocket, gonna be a star. I'm a mighty, mighty, mighty man. Woo. I'm a mighty, mighty man. How's that good? I'm a mighty, mighty, mighty man. Woo. I'm a mighty, mighty man. Well, I'm gonna get you down, get you if I can. Woo. Take you around my house. I'm a mighty, mighty man. I'm a mighty, mighty, mighty man. Yeah. I'm a mighty, mighty man. Well, I'm a mighty, mighty, mighty man. Woo. I'm a mighty, mighty man. We sing it. Yeah. Here we sing it again. Hey, dip dap dip dap dip dap da, dip dip dap da, whoo, dip dap dip dap dip dap da, dip dap da, whoo, dip dap dip dap da, whoo, dip dap dip dap da, hey, dip dap dip dap da, dip dip dap da, dip dap da, dip dap da, dip dap dip dap dip da, dip dap dip dap. Here we sing now. Why, I'm a mighty, mighty, mighty man. Woo. Why, I'm a mighty, mighty man. Woo. I'm a mighty, mighty, mighty man. Why, I'm a mighty, mighty man. I'm a mighty, mighty, mighty man. Woo. I'm a mighty, mighty man. Yeah. Woo! Hey, great! Yeah, great. Ray Dorset und Michael Pohl aus Herford. Mungo Jerry Blues Band, die beiden zusammen. Macht Spaß, ne? Habt ihr auch einen Spaß, Michael? Ja, klar. Cool, ne? Mighty Man. Do you like football? I like football. Do yes. you interested in football? I like to listen to all these the speaking after the games and before the games. There's a very good radio station in England. The name is Talk Sports, and they speak about football maybe 10 hours a day, 12 hours a day. So it's very interesting to listen to the people phone in. But my family are big fans from Arsenal. VfB Stuttgart liegt gerade zurück hier. Und Trapattoni kann sich wahrscheinlich auch bald einen neuen Job suchen. Ja. VfB Stuttgart 0:1 hinten gerade, ne? Katastrophe. Arsenal ist gut, ne? Arsenal. Yeah, this season looks so good. Chelsea has all the money. Chelsea's Platz 1. Your wife Britta comes from Bielefeld. What about Arminia Bielefeld? Oh, sehr good. Yeah. Yeah. Good, yeah. Oh, yeah. Well, we must support Bielefeld. Yeah, my small boy Miguel is a sehr good Fußballspieler, and we're going to see Bielefeld.
Yeah, Bielefeld's comes good now. Yeah, Arminia Bielefeld is looking for Oh, yeah? for boys. Oh, Yeah, so we'll send him there. send him to Arminia Bielefeld. Ja. Okay, also. Ja, jetzt habe ich immer noch keine. Doch, ich habe eine Frage. Pass auf, ich weiß, was wir fragen, Michael. Ich weiß, was wir fragen. Ray hat das gerade erzählt. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass In the Summertime ja viel gecovert worden ist und für viele verschiedene Anlässe eingesetzt worden ist. Ja, und Ray hat erzählt, es gibt einen Kinderfilm 1996, da ist In the Summertime als Titelmelodie eingesetzt worden. So, und wer jetzt weiß, wie dieser Kinderfilm heißt, der ruft uns jetzt an unter 60006 und gewinnt eine, ja, nach Wahl, eine DVD oder eine CD, ja, von Mungo Jerry Blues Band. 1996 wurde eine neue Version des Songs In the Summertime, die Titelmelodie. Von welchem Film? Wir haben drüber gesprochen. Ja, it was a Kinderfilm. like Ray said. Ja, Children Film. Also, ruf uns an. 16006, wenn ihr gewinnen möchtet, eine, na, ich hoffe, das ist nicht zu schwer. Another Mungo Jerry song? You don't have to be in the army? Or Do you have the song 46 and on? 46 and on. What about this song? This is a very good song from me, from my point of view. This is the story from I was born in 1946, 1946. Yeah. 1946. Yeah, and I sing this song about my life, and I think when even now I can still listen to this song and think it's very true. Yeah, hopefully. 1946 und los heißt das auf Deutsch, ne? 1946 and on. Harry hat angerufen. Harry has called, Ray. Do you know Harry? Harry Brockenzie, one of my very, not my only best, but I have two very good brother-in-laws, and Harry is one of them, and he's a very good football trainer. Harry Brockenzie. Yeah. Coming from Bielefeld? He comes from Stikos. From Stikos. Yeah. Brockenzie. Hello, Harry. Hello, Anka. Hello, Enos. Hello, Bernie. Hello, everybody. Brockenzie is a typical name for Bielefeld. He has a very, very good family, and very, very good family. Very, very much fun, and they have. What do you like on Bielefeld, Ray? I like the fact that Die Autobahn. away from Britta. Away from Britta. Okay. First we have Britta. I can make a silly joke, but I won't do it because you won't understand. I think the Bielefeld is a very good place to be because it's got a lot of history here. We have very nice scenery, and it's very good for transport and very cosmopolitan, and it's good for shopping. What do you love shopping? What do you buy? Do you buy clothes or? I buy. Let me think. Do you buy shoes? I buy 3 Dr. Ecker pizzas. Sorry, what? Was für Dinger, No, Michael? I'm making the jokes again. Sorry. 3 Dr. what? I'm not a shopaholic. No shopaholic. I'm not a shopaholic. No shopaholic. Your wife a shopaholic? No, absolutely not. No. But we like going into Bielefeld town to eat. We like going for breakfast in the town and in the old town in the walking streets and afternoon coffee and cake and everything. So yeah. An Englishman in Bielefeld. What do you miss? Fish and chips. Ist das so gut, Michael? Fish and Chips. Nee, Was sagst du denn so als alter Herforder? Mache ich in England immer einen großen Bogen um die Fish and Läden. Chips. Ist nicht so mein Ding. Nee. Where I come from in England, where I live, where we have a house in England, and it's the best fish and chip shop in the world. But that's one thing I look forward to when I go back to England. Well, I have to see my mother, of course. I'm going back to England tomorrow. So I think Friday is normally fish and chip day. Ist in Deutschland auch. In Deutschland ist auch immer Freitag ist immer Fischtag, ne? Yeah. Friday is fish day in Germany. Yeah. In northern Germany. Yeah, it's Catholic, yeah. No, we're not. No, is it a fish day? Is it Catholic? Normal. Yes, Freitag is fish.
Fried as fish, fried as ja, fish, you know ja, that. Das kommt vom christlichen Glauben, Ja, ne? glaube ich. Irgendwo. Ja, irgendwie sowas, Das ne? stimmt, ja. Ja. Also ist immer so wie Karfreitag, dann ist vorher der Fisch immer am teuersten. Wird ja auch hauptsächlich Fisch gegessen. How do your children live with the father not talking German the whole day? My children are very good because my children speak very good English. They speak English. They went to school in England first. Erste mein Kind is school in England and comes here in Deutschland and is learning Deutsch von their cousin. And then so mine it's good for mein Kind for probieren es gesprochen mit mich in English and meine Frau in Deutsch. Das muss ich da ja anhören bei denen, ne? Immer so Deutsch-Englisch, so Kauderwelsch. Aber du wirst es nicht glauben, die verstehen sich gut. Die verstehen sie mit Sicherheit. Ja. I'm sure they do, ja. You understand in the family, yeah, of course. Manchmal. Nichts immer, ja. Michael, Wenn er ist streiten, ist es deutsche gesprochen. Da verstehst du nicht so Ja, viel. ja. Michael hat noch, wir sollen noch irgendwie was Schönes spielen. Du hast da irgendwie noch was auf dem Zettel, ne? Ja, Was, die Nummer 6 von der CD, die du da drin liegen hast. Nummer 6, I Can't Wait Until Tomorrow, oder was? Ach nee, nein, von dieser anderen hier, von diesem Hindu-Ding hier. Na ja, genau. Diese Hindu-Platte hier. Ja, von der Hindu-Platte. Hindu-Platte Titel 6 oder was? Ja, was ist das denn für ein Lied? Das ist We Gotta Get Out of the Army. Das ist auch auf der Adults Only drauf. Aber das ist eine spezielle Abmischung mit das ist die sogenannte Radioversion. Da ist nämlich dieses Kin Piep drauf. Weil man im Radio nicht fucking sagen darf, oder? Genau, weil man im Radio nicht fucking sagen darf. Genau. Ja, das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Nee. Wenn uns noch Kinder zuhören sollten, also bitte im Radio nie. Man darf nicht fucking sagen und Nein. auch nicht scheiße. Nein, sollte man nicht sagen. Also auf jeden Fall haben wir extra eine Version nochmal abgemischt, wo da halt drauf ein Piep drauf ist. Okay. We do it. Also wir klären das. Ja. Also pass auf, hier, mein Ding zeigt hier Nummer 6. Echt? Dann mach mal Nummer 7. Pass auf, ich mache jetzt Nummer 7. Ja, mach mal Nummer Das 7. ist eine Rave, das ist Dingens. Ja, das ist das. Warte mal, wie geht das denn wieder aus hier? So, pass auf, also Nummer 7. Ja, mach mal. Versuch So, pass auf, wir machen mal Nummer 7. Jetzt Achtung, pass auf. Vielleicht ist ja auch gar nicht Mal gucken. drauf. Pass auf. Ah, Ist richtig? Ja, Das ist ja. richtig. We don't like the army, we just wanna get back home. Ich bin ja alter Status Quo-Fan, ne? Das weiß man ja in Bielefeld, das ist ja auch so, ne? Ja, Chuck Berry's got a lot to answer for, is he? Ja, der konnte aber noch so schön tanzen dann auf der Bühne. Ne? Can you dance on stage? Chuck Berry did it. Chuck Berry, I can stand on one leg for a long time. Lange Zeit. Ein Bein. Das muss man übrigens auch noch sagen, wenn wir Auftritte haben, die gehen manchmal gut und gerne so 3 Stunden, inklusive Zugaben. Und da muss man sagen, der Ray ist ja eigentlich, sag ich mal, roundabout 10 Jahre älter als der Rest von der Band. Ja. Aber konditionell hundertprozentig. hinken wir ihm so ein bisschen hinterher. Ja, ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Und dann noch auf einem Bein. Unglaublich. Ja, unglaublich. All night long. All night I can do long. it all night long. Ray, it's a good year from you. In June you got, muss man sagen, pass auf, der hat im Juni hat Ray Dorset den Sony Award bekommen für den erfolgreichsten Sommerhit des vergangenen Jahrtausends. Yes, it's It makes you very proud. yeah. Yeah. I don't know what to say. I also got an award from the do you know Performing Rights Society? PRS. It's like Gamer. Or is it Gamer? Gamer, yeah. In Gamer. England. Yeah, okay. It's a placard. It's the states in the summertime is iconic status. Icon, you say in Deutsch? Icon. Icon. Like a legend status. It's like a folk song. It's there's we have toys that in the summertime spiel and there's what's it on the car? It's just a hooter. Beep beep. Hupe. Pooper. Hooper, yeah. In the summertime spiel. Yeah.
It goes on, yes. And the Sony Award, what is it? Is it a part of a dish, or is it what is it? Is it a hat or a guitar, or what is it? It's a big silver frame with a picture in there and everything that states that's the most successful summer song ever. The most successful Worldwide. Sommerhit des Jahrtausends. Das muss man sich vorstellen. Den nächsten Award von Sony, die gibt's erst in einem Jahrtausend. Hammerhart. Hammerhart. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier gewesen seid. Ihr dürft euch noch einen von meinen Mango Jerry Hits hier aussuchen. Oder was sollen wir machen? Wir spielen noch einen schönen Mango Jerry Hit. Weißt du was? Ich hätte hier noch im Angebot Little Miss Hip Shake. Wir haben Wild Love. Wir haben Long Legged Woman. Wir haben Baby Play a Jane. song. Play a song from the new CD, the neue compilation. This, in the summertime compilation. It's, Hello, Eileen. play Snakebite. Snakebite. Snakebite from the new the hit collection. Snakebite. It's on the new collection. Also on the new summertime. collection. Wrong Yeah. CD. And this is from the CD, album. sorry. Album. And Snakebite is a drink. From the Mungo Jerry. Yeah. Snakebite. Is it a Ray Dorset song? It's one of my songs. Yeah. Ray Dorset song. Snakebite. And this is the song is about a drink. Alcoholic drink. It's half cider and half lager, which is like half beer and half apple wine. Yeah. Snakebite. Yeah. Okay. Thank you for coming. All the best for the future. Oh, thank you very much. Wir sehen uns. Bielefeld ist klein. Ja, the town is a small town. Bielefeld is a small town, so we see again. Thank you for coming. And here is Mungo Jerry and Snakebite.